reißt die Goschen auf und wie der dann Fisch. Jawohl! Oh. So da, hallo, grüß euch. Ungewohnt, dass ihr mich heute einmal seht. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal eine kleine Einleitung heute. Nachdem ich jetzt am Weg, um 6:40 Uhr ist gerade, nachdem ich jetzt am Weg bin zum Training und zum Andreas. Es ist noch nichts gegangen, soweit ich das mitgekriegt habe von den zwei. Aber wir sind halt zuversichtlich, dass heute was geht. Wetter wird schön, sonnig, es ist kalt, wir haben jetzt 4,5 Grad. Und ja, ich würde sagen, nicht lange reden. Jetzt treffen wir bald die Burschen. In 3 Minuten bin ich dort, wie es ausschaut. Und man sieht sich. Einen wunderschönen guten Morgen von der Donau. Gelecke. Ein wunderbarer Tag. Eiskalt ist. Ich hoffe, es wird untertags noch ein bisschen wärmer. Aber gerade zur Zeit ist es wirklich kalt. Wir sind da gerade ein bisschen flussabwärts gefahren. Und ja, ohne Handschuhe keine Chance heute. Mit haben tue ich heute bei mir am Boot. Vorerst einmal in Jakob, Böllhuber. Ich habe gesagt, wir tun einmal was miteinander. Und jetzt fischen wir mal ein bisschen, oder? Hätte ich auch gesagt. Sehr gut. Wie schaut der Plan aus? Ein bisschen vertikal fischen, ein bisschen werfen. Das Normale eigentlich, wie wir es immer machen. Ich bin halt ein bisschen scharf auf Schleppen. Werden wir auch machen. Wir werden alles ein bisschen probieren. Tief, flach, schwer, langsam, schnell, alles was irgendwie geht. Dann hoffen wir, dass wir irgendwo einen Fisch da kriegen. Das wird das Ziel für heute. Das Ziel für heute ist ein Fisch, glaube ich. Weil wir waren letztes Wochenende schon da und da ist es nicht so gut gelaufen. Und wie ihr seht im Hintergrund, ist der Zachbar Andi, der ist mit seinem eigenen Boot halt auch da. Und der hat den Marc Oberreiter mit. Und mal schauen, ob wir im Laufe des Tages ein bisschen zusammenwechseln werden mit dem Boot oder mal tauschen werden. Ebenfalls haben wir den Plan, heute einen Fisch zum Fangen anschauen. Und wir schauen mal, was geht. Und wir sehen Sie später. Petri, später. Grüß euch. Zuerst einmal, jetzt ist glaube ich schon 11:04, wir sind seit 6 Uhr haben wir uns getroffen, glaube ich, auf das Lippen. Ja. Seit 6 Uhr unterwegs. Und ich habe ja heute wen mit, den ich euch noch gar nicht vorgestellt habe. Und zwar ist es der Marc. Grüß euch. Der seines Zeichens ab quasi heuer auch Westin Ambassador ist. Also da werdet ihr jetzt öfter was sehen. Du hast da einen eigenen YouTube-Channel mittlerweile, wie heißt der? Only for Fishing auf YouTube, findet ihr jederzeit. Genau, auf Insta. Auf Insta auch Only for Fishing, genau dasselbe. Wir hauen euch die Links in die Beschreibung, beziehungsweise das fährt da so einer. Ja, und freut mich jedenfalls, dass wir es geschafft haben, dass der Nachwuchs an Bord ist. Der Danny hat ja auch einen Jakob mit, der auch wiederum Ambassador ist mit heuer. Und jetzt können wir wieder richtig Gas geben. Cool. Alles klar. Dann schauen wir, dass wir was raushauen, gell? Petri, servus. Trying to
know the signs, but I know what I'm coming home to. You keep telling me something else. Are you and me with someone else right now? Or can I be honest about myself? I'm wondering if you're having sex right now. I don't wanna know if I'm right. Don't wanna be the reason why we fight right now. Can I be honest about myself? Is there something that you're trying to hide right now? Take my hand or let it go now. Be my friend or be my phone now. Take my hand or let it go now. Be my friend or be my phone now. You keep telling me something else. Are you and me with someone else right now? Or can I be honest about myself? I'm wondering if you're having sex right now. I don't wanna know if I'm right. Don't wanna be the reason why you fight right now. Can I be honest about myself? Is there something that you're trying to hide right now? So Leute, ich möchte kurz die Zeit nutzen und möchte euch eine von meinen absoluten Lieblingsuhren gerade zur Zeit vorstellen. Und zwar ist es die Westin W6 Finesse Shade von 12 bis 38 Gramm. Ist die absolut geilste Bootssanderuhren meines Erachtens. Ist gerade relativ frisch am Markt gekommen und ist mein neuer Begleiter am Boot. Ist 2,25 Meter lang, auch für die Uferangler unter euch relativ interessant, wenn man nicht extrem weit werfen muss vom Ufer. Wie gesagt, ich fische die jetzt derzeit, bin voll zufrieden damit, gepaart mit einer 3000er Shimano drauf, einer 0,12er geflochtenen, 0,40er Fluorocarbon mit einem 12er Shetties, mit unserer Farbe natürlich, ganz klar. Und ich fahre mit dem Teil echt geil. Also wenn wer von euch eine neue Zanderruten braucht fürs Boot oder auch fürs Ufer und nicht so weit werfen muss, checkt die Finesse Shade W6, 12 bis 38 Gramm, mega geil. Let it go now. Be my friend or be my phone now. Take my hand or let it go now. Be my friend or be my phone now. Von unten einfach. Der Hecht schnappt wieder, Zander Der Hecht. schwimmt zu, bleibt mehr oder weniger 2 cm vor Stern, reißt die Goschen auf und will der dann Fisch. Jawohl! So, jetzt hat es passt auf den Tauwurm, Leute. Ja. Ist das geil. So geil. Der hat aber richtig gut Biss. Boah, Klar ist er auch nicht. Wahnsinn. Super Ist geile er Geschichte. Baden oder was? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Nein, Zander. Zander! Am Tauwurm, ich glaube, ich spinne. Alter, jetzt fange ich da Boah. am Tauwurm in Zander. Verstehst du das? Nicht einmal einen schlechten, einen Winkelschatz. Wahnsinn. Halten einfach rein, jetzt da von drüber. Nicht einmal ein schlechter, am Wurm. Alter Schwede. Ja. Schau was, lass ihn drin, lass ihn drin, lass ihn drin. Passt. Gib den Kescher her. Super. So geil. Ich glaube, ich spiele. Yes. So geil. Am Tauwurm. So, jetzt muss er kommen. 15 Gramm TC, Alter. Geil, oder? Auf dem Mobestick, Alter. Ich habe den Haken vorher schon gelöst. Er ist ziemlich tief gehängt, leider. Aber er schaut noch halbwegs fit aus jetzt dabei. Richtig schöner 64er Zander, schön hoch. Geiler Fisch. Und wir haben da wirklich schon viel gefischt. Mit Gummi und allem möglichen. Und am Tauwurm kommt er jetzt. Ich lasse den jetzt noch ein wenig im Wasser und beobachten, ob er sich der Fang oder ob er das Blirten aufhört, weil sonst muss ich ihn wahrscheinlich entnehmen. Ja Leute, jetzt habe ich mir den Zander im Kescher lassen. Ich bin ein wenig ins ruhige Zuber gefahren, habe mich einfach einmal sich erholen lassen und habe geschaut, ob
ob er wirklich bliert oder ob das nur war quasi vom Hakeneinstich und er hat sich super da gefangen, steht tadellos im Wasser drin und demnach kann ich natürlich auch richtig gut releasen, weil so einen Fisch entnehme ich jetzt nicht alle Tage. Ja, war ja schade drum, also lassen wir ihn frei. And I'm gonna stay here every day, 'cause I don't feel like going places. I've been circling the drain, getting caught up, can't explain. Oh, maybe I'm home. So die Strike-Flowers geben. Das war eine lustige Geschichte. Weil ich habe vorher schon Videos gemacht, was die so Tapfengels tut. Und irgendwann schaue ich dann auf YouTube und sehe ich in denen im Ruderleiberl irgendwo an der Dran stehe. Komplett kommod, dass der mit ohne Aufwand einfach irgendwie gefischt und gefilmt, war aber trotzdem lässig. Aber das gibt es nicht. Habt ihr euch dann zusammengeschrieben? Irgendwann habe ich ihn dann einmal angeschrieben, wobei ich mir sicher bin, er hat mich vorher auch schon mal angeschrieben gehabt. Aber irgendwie sind wir dann zusammengekommen. Ja. Dann waren wir mal bei ihm am See und haben so ein Pike-Attack-Video gemacht. Ja, voll auf gemütlich. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, das müssen wir jetzt irgendwie einritzen. Dann habe ich in den eben und in Hubi, unseren Kameramann, habe ich eingeladen zu mir in die Pizzeria. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben ein paar Bier getrunken, Pizza gegessen, was der und halt, ja, ob wir nicht da gemeinsam was machen wollen. Und ja, dann waren sie skeptisch, was der hin und her. Dann haben wir halt einmal auf der Donau wieder draht. Und irgendwann bin ich dann dahergekommen, ob wir uns jetzt zusammenschließen und das Pike Attack to Strike Lovers machen. Weil den Namen habe ich schon ewig im Kopf gehabt. Das, wenn ich was mit Fischen mache, möchte ich Strike Lovers nennen. Okay. Nein, und so hat sich das dann ergeben. Und dann ist jetzt schon wieder 2017, im Jänner haben wir eigentlich das erste Video draht als Strike Lovers. Ja. Das sind jetzt dann im Jänner 4 Jahre gewesen. Ja, dann schauen wir, was wir beim Schleppen noch so erwischen. Genau, auf jeden Fall. Wollen wir mal genießen wir unseren Kaffee? Ja, das dann schauen wir. Also lass dann schmecken. Du auch, Petri. Petri. Got a private little oasis, and I'm gonna stay here every day, 'cause I don't feel like going places. I've been circling the drain, getting caught up, can't explain. Oh, maybe I'm hopeless, but I ain't lost hope yet. Ja, ich würde euch gerne noch was sagen. Und zwar ist jetzt von West in der Neichbucht hier sind 9,5 cm rausgekommen. Und ich finde das eigentlich an sich voll die geile Größe, weil 9,5 cm ist jetzt, sage ich jetzt einmal für die Alpenseen zum Barschfischen richtig cool, weil du die großen ein wenig raus selektieren kannst und ein Hecht kann da auch immer noch einsteigen. Und auch fürs Zanderfischen finde ich es voll die geile Größe. Und ja, also ich habe mir da jetzt einmal die 3 geilen Formen gekauft, und zwar das Dirty Harbor, dann UV Crow und Sparkling Chartreuse. Ja, also ich sage jetzt einmal Dirty Harbor und das Chartreuse eher für die klaren Alpenseen und das UV Crow fürs trübere Wasser. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon voll, wenn ich den am See fischen kann, und
bin gespannt, auf was geht. If you wanna save me, I think I should better run. Mega! Ein weiteres Traumtagerl auf der Donau. Wir waren jetzt echt zweimal da und haben den ganzen Tag Draht und haben die Videos nicht veröffentlicht, weil wir einfach komplett abbrennt sind. Weswegen ich heute gesagt habe, ich fische heute mit dem Tauwurm, dass wir zumindest vielleicht eine Praxen fangen. Dann hast du wahnsinnig auf dem Tauwurm wirklich den Anzander gekriegt. Ja, also mit dem hätte ich nicht gerechnet, aber es war geil und ich habe viel gelernt. Das ist einfach ein neuer Horizont, der da aufgeht. Und Naja, du kannst da du mit dem lernst das Tauwurm nicht, aber er hat halt auf dem Wurm wissen, oder? Ja, hat er genommen, oder? Jawohl, genau so war's. Nein, aber ich sag's euch, ich probiere das öfter. Ich probiere öfter einen Käderfisch aus und ich glaube, ich probiere jetzt auch öfter einfach einmal einen Wurm aus. Wenn es richtig zach geht, also ein Wurm im Ärmel. Nein Leute, wie gesagt, ich muss ehrlich dazu sagen, also ich habe eigentlich auch viel gelernt. Also durch das, dass ich da mit den Vertikalköder und mit den Wurfködern rumgeschmissen habe und nichts gegangen ist. Und er packt einen Zander mit dem Wurm aus. Also wie gesagt, unterschätzt die Würm und die Köderfische einfach nicht. Nein, Das ist- Naturköder hat schon sehr berechtigt. Das ist einfach ab und zu an gewissen Tagen einfach der Trumpf. Kannst du dich erinnern an den Kommentar, wer den Wurm nicht ehrt? Ist den Chat ist nicht Ja, mehr. Da kann genau. mich erinnern. Schönen Gruß an den. Ja, Keine Ahnung, wer das ist. meine Verehrung an Aber den Wurm. was mich interessiert hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Wurm, Köderfisch, was haltet ihr davon? Wann setzt ihr das ein? Ist das genauso auch bei euch wie bei uns heute? Oder eher nicht? Macht ihr lieber mit Gummifisch und Wobbler an? Darf mich interessieren. Wie gesagt, war ein cooler Tag. Ja. Im Jakob hat mit dem Marc, endlich haben wir sie mal gesehen. Genau. Den Jakob kennt ihr aus einem Video vom Traunsee, das blenden wir euch da noch ein. Richtig, genau. Und das Tackle findet ihr wie immer in der Beschreibung und könnt beim Big Lucia Party kaufen. Und der Gutscheincode für den heiligen Tag wird sein Wurm. Wurm. Geil. Geiler Gutscheincode, leicht zum Jacken, schwarz zum Schreiben. Petri und bis. Später. Bitte. Klappe. Passt. Wunderbar. Danke an das.